Das ist für mich so ein Unterschied. Aber eben, es kommt darauf an, wie man die Wörter, was man darunter versteht. Dankeschön. Frage ist aufgetaucht, ob die 5. Dimension schon auf der Erde existiert und ob wir die Möglichkeit haben, jetzt schon quasi, ob es die Möglichkeit gibt, schon von der 3. Dimension in die 5. zu wechseln. Also die 5. Dimension, ja, die entsteht nicht neu, die gibt es schon, auch schon länger. Und theoretisch kann man da schon hinwechseln. Also es gibt Seelen, die ihren Körper verlassen, die nachher dahin gehen. Wir könnten auch mit unserem jetzigen physischen Körper dahin, aber dann würden wir unsere Dichte so ändern, dass wir für andere dreidimensionale Wesen gar nicht mehr wahrnehmbar wären. Aber wir können auf telepathischer Ebene mit der 5. Dimension uns austauschen. Auch wenn wir einen physischen Körper im 3D haben. Und irgendwann stimmt das ja mit dem 3D ja dann auch nicht mehr so, weil also für mich ist diese Schwingungserhöhung ja wie so ein schrittweiser Übergang. Aber halt, ja, da wo wir halt jetzt sind. Ja. Und dann gibt es doch auch noch den Aspekt, dass, man sagt ja, das Paradies ist kein Ort, sondern es ist ein Bewusstseinszustand. Und so ist es doch irgendwie mit der 5. Dimension auch, oder? Also teilweise, ja, ein Teil. Auch die 3. Dimension könnte ein Paradies sein. Ja. Also für mich ist ein Paradies schon ein Bewusstseinszustand, aber gleichzeitig auch ein Ort. Mhm. Weil ein Ort, wo nur Menschen oder Wesen leben, die in der Liebe sind, der wird automatisch sehr schön und harmonisch sein. Ja, genau. Ich freue mich schon so. Und eben im Kleinen können wir das ja alle schon erschaffen. Für uns. Da sind wir wieder im Kollektiven noch nicht. Da können wir im Moment außer unserem Beitrag, den wir als Einzelmensch, der ja nie zu unterschätzen ist, diesen Beitrag, was wir ins feinstoffliche Feld einspeisen, aber in unserem, da können wir beim Kollektiv mitmachen, aber in unserem Umfeld und bei uns selber, in uns selber, da können wir ja alle schon anfangen mit unserer 5. Dimension. Wenn wir in der 5. Dimension sind, ist hier die Frage im Chat aufgetaucht, können wir dann auch bewusster andere Wesen wahrnehmen, wie zum Beispiel unsere Eltern oder Engel oder Lichtwesen, und können wir sie dann auch sehen und können wir dann die Wesen, die in der 3. Dimension sind, noch sehen und können wir telepathisch miteinander kommunizieren? Das hast du gerade beantwortet. Mhm. Aber die anderen Sachen? Also, wenn wir zum Beispiel 5-dimensional wären oder eigentlich auch 6-dimensional oder nochmal was anderes, also da geht es gar nicht so um diese Zahlen, weil das sind ja auch nur, das ist ja nur ein Versuch von uns Menschen, etwas einem Namen zu geben, weil das, damit es halt irgendwie heißt. Aber wenn wir jetzt so in den höheren anderen Dimensionen wären, dann wäre das für uns ganz normal, dass wir unsere Schutzengel wahrnehmen. Oder allgemein unsere geistige Führung und andere Wesen. Das sind ja Fähigkeiten, die zu uns dazugehören von Natur aus. Also wir Menschen, wir haben das in unseren Zellen sozusagen einprogrammiert, dass wir das können. Das gehört zu uns dazu.
Dankeschön. Im Community Chat auf Telegram habe ich heute mal kurz reingeschaut und habe gesehen, dass eine Weile lang das Thema Traumatisierungen besprochen wurde. Und da kam auch die Frage oder die Feststellung, eigentlich ist jeder, der hier inkarniert ist, bis zu einem gewissen Grad traumatisiert. Würdest du das auch so sagen? Ja, absolut, ja. Kannst du mehr drüber sagen? Naja, also wenn man sich so die Gesellschaft anschaut, wie viele Muster Menschen dann übernehmen, schon in der Erziehung oder in der Schule oder wo auch immer, die einen blockieren, und was man vererbt bekommt durch die Ahnenlinie, das sind ja alles Dinge, die, ja, wenn wir die aufnehmen und die in uns wirken, dann haben wir schon diese Blockaden in uns. Und es gibt ja sogar so Muster, die eigentlich Blockaden sind, aber die in der Gesellschaft so normal sind, dass die manchmal gar nicht mehr hinterfragt werden. Zum Beispiel, dass wir uns miteinander vergleichen, das ist für viele Menschen etwas, was sie automatisch machen und gar nicht darüber nachdenken, aber eigentlich ist das ja gar nicht der Sinn. Also geht eigentlich gar nicht darum. Eigentlich wird es ja darum gehen, dass wir den Maßstab für unser Leben, dass der von uns selbst ausgeht und nicht von anderen aus. Und es gäbe eine ganze Liste von Dingen, die in der Gesellschaft so sehr drin sind, dass sie fast als normal gelten, aber eigentlich nicht normal wären. Ja, danke schön. Ich finde es auch spannend, weil man spricht ja meistens von Blockaden, aber nicht von Traumata. Du hast gerade gesagt, ja, eine Blockade ist eigentlich schon eine gewisse Form von Trauma. Also eigentlich entstehen die Blockaden ja dann daraus. Also wahrscheinlich könnte man jeder Blockade den Ursprung zurück herausfinden und würde dann irgendwann auf ein Trauma kommen. Ja, nur schon, also ich stelle mir jetzt einfach vor, ich meine, wir alle sind da durchgegangen und wissen auch das nicht mehr, oder die meisten von uns nicht, der Prozess der Geburt, durch diesen mega engen Kanal und halb zerquetscht zu werden, und also ich finde das ganz krass, oder? Warum ist es so? Also dann ist ja eigentlich das inkarniert sein, also du sagst ja immer, die Mensch, wenn man ganz die Anfänge anschaut, der Menschheit, dass es eben als Paradies gedacht war und auch eins war. War denn damals auch Geburt und Geborenwerden anders? Also ganz, ganz am Anfang, da weiß ich nicht, wie das gewesen war. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich weiß einfach, dass da auch die Wesen noch viel feinstofflicher waren. Aber so im Detail, wie die Gesellschaft aussah und wie sie mit allem umging, das weiß ich jetzt nicht. Wir werden es dann sehen, wenn es wieder soweit ist. Oder? Ich weiß nicht, ob es gleich wird wie damals. Stimmt, aber mit Sicherheit eben paradiesisch. Und unter paradiesisch stelle ich mir auch nicht schmerzvolle Prozesse vor und auch keine schmerzvolles oder schwieriges Eintreten in den Körper. Also ich zumindest stelle mir das nicht so vor.
Ob du etwas sagen möchtest zu diesem 1221-Portal, weil du hattest ja die große Meditation von Cobra mit auf deinen Kanal gestellt. Und da ist die Frage, ob du da was dazu sagen möchtest und ob du diese Meditation unterstützt und die zu bestimmten Zeitpunkten ausgeführt werden, um eine kritische Masse zu erreichen. Also bei Massenmeditationen ist es halt immer so, wenn die energetisch genug reinbleiben, dann haben sie eine positive Wirkung. Und gerade wenn es halt dann eine Meditation ist, wo so viele Menschen dazukommen und man die ja logischerweise gar nicht alle kennt, ist es halt wichtig, dass man schaut, wie man selber meditiert, um zu dem Thema, um was es dann geht, seine Energie mit reinzugeben. Es ist ja bei der Meditation, so viel ich weiß, auch ein Schutz mit eingebaut. Also sie fängt ja schon so an. Also ich denke, das ist den Organisatoren und dem Initiator schon bewusst. Ja, ich weiß, aber ich glaube trotzdem, dass jeder auch noch selber zusätzlich schauen sollte. Das schadet sowieso nie. Weil gerade ich in der jetzigen Zeit schon alles gesehen. Also ja, viele sind einfach so. Ich bin da halt auch nicht so naiv, wie gewisse Leute dann vielleicht über gewisse Dinge selber denken, aber ich finde halt, da läuft einfach so viel rum. Ich würde darum schon extra nochmals schauen. Auf aber jeden an Fall. sich, wenn das gut funktioniert, dann bringt es natürlich was. Aber es geht halt darum, dass jeder für sich schaut, wie er das macht und ja, ob er einfach auch nur für sich zu diesem Thema meditiert, ob er sich wirklich in ein großes gemeinsames Feld hineingeben will. Das muss halt jeder schauen, wie er das machen will. Aber ganz grundsätzlich kann man ja schon auch sagen, dass so große Meditationen, also ich habe mir immer vorgestellt, ja, das, was dann wirklich rein und liebevoll ist, das wird ja auch nicht beeinträchtigt. Und das macht ja dann die Wirkung. Ja, aber da gibt es halt schon einen Unterschied zwischen was ist wirklich rein positiv und was glauben die Menschen ist rein positiv, aber ist es einfach nicht. Und da gibt es halt wirklich viel davon. Ja. Weil die meisten Menschen auch ihre eigene Energie mit reingeben und da ist dann alles dabei und von dem her, ich sehe das nicht so einfach, dass nur wenn man es gut meint, dass das dann ausreicht. Ja, also das ist ja klar, gut gemeint ist sehr oft weit entfernt von gut, das wissen wir ja alle. Es gibt ja aber eindeutige Untersuchungen, zum Beispiel wurde das ja ganz systematisch untersucht mit dieser transzendentalen Meditation. Und da gibt es wirklich viele Untersuchungen, die wirklich viel, also ganz klare positive Ergebnisse bringen, also in Bezug auf die Häufigkeit der Kriminalität oder und so weiter und so fort. Das ist belegt. Ja, eben, es kann eine gute Wirkung haben. Man muss halt einfach schauen. Die Frage ist, was das genau bedeutet, jeder muss für sich schauen. Also, wenn es jetzt zum Beispiel eine große Meditation ist, wo viele Menschen dabei sind und man kennt diese Menschen aber gar nicht alle und es gibt so ein Hauptthema, um das es geht, dann kann man ja entweder für sich meditieren und seine Energie zu diesem Thema geben oder man schließt sich energetisch in dieses Gruppenfeld ein, was da entsteht und gibt so seine Energie hinein. Und also ich persönlich, wenn ich nicht weiß, was in diesem Feld ist, würde mich halt nicht da reingeben
geben, sondern wird das einfach nur für mich machen. Aber das ist jetzt meine Variante. Also ich kann ja nicht sagen, wie jemand das machen soll oder nicht machen soll. Und darum muss da jeder für sich schauen. Also ich gebe da ja keine Regeln. Es geht mir nur darum, dass man halt weiß, ja, dass man da nicht allzu naiv reingehen sollte. Aber was das am Ende dann, also wie dann am Ende jemand damit umgeht, da muss ja jeder selber schauen.